Willkommen bei The Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen einmal auf etwas, das schon sehr, sehr oft verschoben wurde. Und dabei meine ich nicht etwa den CDU-Parteitag, der allein letztes Jahr schon zweimal verschoben werden musste. Ganze 2 Verschiebungen in einem Jahr hat selbst der BER nicht geschafft. Plus 5 in 9 Jahren. Nur bevor wir loslegen, vergiss bitte nicht den Abo-Button zu drücken und die Glocke, denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann kann es sein, dass deine Kaffeetasse auch hier bei mir steht. Und falls du also auch einmal deine Kaffeetasse hier bei mir stehen haben willst, dann schreib es mir einfach in die Kommentare oder schicke mir eine E-Mail. Wichtig bei beiden, bitte ausreichend frankieren und alles unter dem Hashtag wohl keine Tassen mehr im Schrank. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es um den BER, der dann doch endlich eröffnet werden konnte. Ein Lufthansa und ein EasyJet-Flugzeug, die um 14 Uhr parallel als erste offiziell hier auf der Nord- und der Südbahn landen sollen. Das ist der Höhepunkt der Eröffnung heute im neuen Terminal 1, neben Politiker-Grußworten der 3 BER-Gesellschafter Brandenburg, Berlin und dem Bund. Kein Fest, kein Empfang, zwar bedingt durch die Corona-Einschränkungen, aber auch irgendwie ein Sinnbild für die Geschichte des Baus, der verspätet, viel teurer und hochverschuldet an den Start geht. Und was niemand jemals für möglich gehalten hatte, wurde dann doch noch wahr. 9 Jahre später und für über 7 Milliarden Euro, obwohl er mal für 800 Millionen geplant war. Aber die Inflation mit eingerechnet, sind das nun einmal nach 15 Jahren Bauzeit immer noch 800 Millionen, die er eigentlich mal kosten sollte. Nun, um das ganze Desaster um den BER besser verstehen zu können, müssen wir einmal zum Anfang dieser Tragödie zurückspringen. Denn alles, was nach dem Spatenstich 2006 passierte, passierte vor allem wegen der vielen, vielen Fehler zuvor. Und die begannen schon direkt nach dem Mauerfall. Denn nicht nur Franz Beckenbauer war klar, dass die deutsche Nationalmannschaft nach dem Sieg im Finale der WM in Rom auf Jahre unschlagbar sei, auch die Idee eines neuen Hauptstadtflughafens kam damals auf. Vermutlich, um dann die Weltmeister von 2014 dort gebührend zu empfangen, hatte ja fast geklappt. Jedenfalls begann ab 1992 die Planung für einen internationalen Flughafen, der damals sogar noch nicht BER hieß, sondern BBI, Berlin-Brandenburg International. Dabei war auch schnell klar, dass dieser Flughafen dann nicht mehr in Berlin sein könnte, weil man den Berlinern einfach keinen weiteren Flughafen antun wollte. Zudem sollte der neue Flughafen die beiden innerstädtischen Flughäfen in Tegel und Tempelhof ersetzen, damit die Menschen dort auch mal in Ruhe schlafen können. Weswegen man sich entschied, den neuen Standort in Brandenburg zu suchen, weil da halt auch Menschen leben, die davon gestört werden, aber die sind ja nicht in Berlin, also passte das schon ganz gut. Und so kam es 1994 zu einem großen Raumordnungsverfahren für einen möglichen Flughafen mit einer Kapazität für bis zu 60 Millionen Fluggästen im Jahr mit 7 Standorten in Brandenburg, nämlich Jüterbock Ost und West, Tietzow, Sperenberg, Borkheide, Michelsdorf und Schönefeld Süd. Bei Wiki gibt es eine Pro- und Kontra-Tabelle mit Jüterbock, Schönefeld und Sperenberg, welche zufälligerweise auch die Top 2 Kandidaten des Verfahrens zeigt und Schönefeld. Und welche Kriterien für die Vergabe des Standortes wichtig waren. Und nicht zu vergessen, gab es schon damals einen Flughafen in Schönefeld, wie auch in Sperenberg, da allerdings ein Militärflughafen von den Russen erbaut. Und in Jüterbock lag ein riesiger Truppenübungsplatz, der sich dafür anbot. Genau deswegen waren die beiden Standorte dann auch viel später im Gespräch für einen BER-Neubau, aber dazu viel, viel später mehr. Leider versagte schon damals Schönefeld bei so unwichtigen Dingen wie Grundstückspreisen, Lärmbelästigung, der Möglichkeit eines 24-Stunden-Betriebes, der Umsiedlung der Anwohner und der Kleinigkeit einer Erweiterungsmöglichkeit. Was alles nicht so wichtige Dinge sind, wenn man darüber zum Beispiel nachdenkt, ein Fußballstadion zu bauen, aber wiederum elementar für den Bau eines Flughafens sind. Dementsprechend empfahl auch das Verfahren nicht etwa Schönefeld, das sogar auf dem letzten Platz landete und als untauglich für einen Großflughafen angesehen wurde, sondern Sperenberg. Und genau deshalb konnten wir letztes Jahr den BBI in Sperenberg zum 2. Mal öffnen, nach einer 3-jährigen Erweiterung des Flughafens, während sein 24-Stunden-Betrieb natürlich weiterging bei extrem niedrigen Kosten. Nicht. Nur entschieden sich die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund im Mai 1996 in dem sogenannten Konsensbeschluss das Raumordnungsverfahren zu ignorieren und den BBI in Schönefeld zu bauen. Eventuell auch, weil die Landesentwicklungsgesellschaft Brandenburg für die Berlin-Brandenburg Flughafen Holding GmbH
bereits ab 1991 schon begonnen hatte, Grundstücke in und um Schönefeld zu kaufen. Man musste halt sicherstellen, dass die einem keiner wegkauft und dann selber einen Flughafen darauf baut. Nur leider, wie sich beim Blick auf die Karte dann doch überraschend herausstellte, kaufte man damals die falschen Grundstücke. Dabei war man in Berlin und Brandenburg sonst sehr großzügig mit dem Geld ausgeben, wie der erste große Skandal wenig später zeigte. Es ging um teuer erworbene Grundstücke, die bis heute für den Flughafen nicht benötigt werden. Das Baufeld Ost zum Preis von 363 Millionen D-Mark, finanziert über Kredite, die schon damals pro Woche 220.000 D-Mark Zinsen kosteten. Als Baufeld Ost wird das Gebiet auf der Karte ausgewiesen. Allein der Name führt schon in die Irre. Gebaut wurde hier bis heute nicht. Die neue Landebahn liegt im Süden, aber da ist das Land noch in Bauernhand. Bis heute werden diese immerhin knapp 200 Millionen Euro teuren Grundstücke nicht für den BR genutzt. Und können auch gar nicht genutzt werden, weil der BR auf der anderen Seite liegt. Nur wenn der Bau eines Flughafens schon so in die Hose geht, bevor der erste Stein überhaupt gelegt wurde, dann musste der BR in die Hose gehen. Und weil man das Raumordnungsverfahren überging, hatte dies zur Folge, dass viele Menschen in Schönefeld, die gerade ihr Haus gebaut oder noch am Bauen waren, nicht wussten, dass sie gerade sprichwörtlich auch ihr Geld in den Sand gesetzt hatten. Denn zu entscheiden, dass der BBI in Schönefeld gebaut werden wird, hieß für jeden, der dort wohnte, dass er enteignet und/oder umgesiedelt werden wird. Natürlich gab es deswegen viele Klagen gegen diese Entscheidung. Was dann die Landesregierungen in Berlin und Brandenburg damit konterten, sehr vereinfacht gesagt, dass sie die Entscheidungen pro Schönefeld durch neue Rechtsgrundlagen nachträglich legitimierten. Immer gut, wenn man als Legislative direkt am Schalter für Gesetze sitzt, die einem selber helfen, Gesetzesbrüche wieder gut zu machen. Halten doof für die anderen, aber darum geht es ja in einer Demokratie nicht. Und wenn man nun glauben könnte, dass das bis hierher schon der Wahnsinn war, dann wird es danach noch viel, viel verrückter. Normalerweise, wenn man ein so großes Projekt plant, so übergibt man das an ein sogenanntes Generalunternehmen, das sich dann komplett um den Bau kümmert. Also in etwa so, als ob du dir ein Haus bauen willst, dir dafür ein Grundstück gekauft hast und nun eine Firma mit dem Bau des Hauses beauftragst. Sicherlich kannst du es auch selber machen, weil du damals in der 3. Klasse ein echt tolles Vogelhäuschen zusammengezimmert hast. Okay, bei dem fehlt die Tür und überall gucken die Spitzen der Nägel heraus. Aber wir wollen uns hier nicht mit den grundlegenden Sicherheitsbelangen des Vogelhäuschenbaus auseinandersetzen oder warum du zum Glück nicht Handwerker geworden bist und allein damit vielen Menschen das Leben gerettet hast. Außer du bist vielleicht Ärztin geworden und vermisst seit der letzten OP deine Apple Watch. Schon wieder. Und beim BBI sollte das 1999 dann hochtief machen und den Flughafen bis 2007 fertig bekommen. Leider hatte sich aber Hochtief nicht an die Regeln der Ausschreibung gehalten und Kontakt gesucht zu den Anbietern, weswegen diese Einigung nichtig war und nun ein Konsortium um den Konkurrenten IGV übernehmen sollte. Und nach langem juristischen Hin und Her sollte dann 2002 aber am Ende ein Konsortium aus den beiden ehemaligen Konkurrenten Hochtief und IGV für 1,7 Milliarden Euro den BBI bauen. Etwas mehr als die ursprünglich geplanten 800 Millionen. Aber Berlin-Brandenburg wäre nicht Berlin-Brandenburg, weswegen es dann 2003, 2004 natürlich auch scheiterte. Aber Berlin-Brandenburg dachte sich dann einfach, dass das Bauen eines Flughafens ja auch nicht so schwer sein kann. Zumindest sah das bei Hochtief und IGV in den Unterlagen super einfach aus, trotz deren jahrzehntelangen Erfahrung im Bau von Großprojekten. Während Berlin in der Zeit alleine den Reichstag hat von Christo einpacken lassen und ich glaube in Spandau wurde in der Zeit ein Radweg gebaut. Aber nicht der berühmte Tetris-Radweg, sondern ein 10 oder 12 Meter langer normaler Radweg. Das musste aber als Vorwissen für einen Flughafenbau reichen, wie die Sache mit den selbstgezimmerten Vogelhäuschen. Kann man ja nichts dafür, wenn die Vögel zu blöde sind, den Nägeln nicht auszuweichen. Und so nahm Berlin-Brandenburg und der Bund das alles einfach in die eigenen Hände und bei Baukosten von mittlerweile 2 Milliarden Euro kam es dann 2006 endlich hierzu. 1, 2, 3, los geht's! Grundsteinlegung in Berlin-Märkischen Sand. Optimismus allenthalben. Lange hat's gedauert. Nun soll's dafür ganz schnell gehen. Es scheint heute in Deutschland so lange zu dauern, wenn man ein so großes Projekt in die Tat umsetzen will. Wir sind jetzt einfach schlicht und ergreifend froh. Und so soll BBI einmal aussehen.
In der Mitte das neue Terminal, rechts und links die Start- und Landebahnen. 2011 soll jetzt alles fertig sein. Und damals ging man dann sogar felsenfest davon aus, dass die Eröffnung des irgendwann zum BER umbenannten Hauptstadtflughafens 5 Jahre später, am 30. Oktober 2011, erfolgen sollte. Nur passierte in diesen 5 Jahren noch so einiges. Was genau? Das sollten wir uns am besten beim nächsten Mal etwas genauer anschauen. Kleiner Spoiler, die Eröffnung fand nicht 2011 statt. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lakely News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen!